Hallo, wir testen heute auf funkyhome.de die ganz neue Power 1000 Power Station von DJI. Ja, richtig gehört, die Power Station von DJI. Man kennt DJI eigentlich nur von hochwertigen Drohnen, Actioncams und Gimbals. Dieses Video hier haben wir übrigens mit dem Osmo Pocket 3 Gimbal aufgenommen. Aber nun hat DJI auch den Power Station Markt mit einem besonderen Konzept betreten. Denn DJI bietet nicht nur eine einzige Power Station an, sondern ist direkt mit einem ganzen Sortiment an speziellen Zubehör und Upgrade-Optionen sowie einer kleineren DJI Power 500 Power Station und einer DJI Power Expansion Battery 2000 auf den Markt gekommen. Das heißt, man kann auch gleich einen Erweiterungsakku dazu kaufen, wenn man möchte, und auch noch weiteres Zubehör. Die Power 1000 Power Station ist ca. 13 Kilogramm schwer, 44,8 cm lang, 22,5 cm tief und 23 cm hoch. Die AC-Spitzenausgangsleistung beträgt 4400 Watt. Die maximale Ausgangsleistung beträgt je nach Temperatur und Akkustand für einige Sekunden 2600 Watt. Und die maximale Dauerausgangsleistung, das ist die für uns interessant ist, beträgt 2200 Watt bei einer Raumtemperatur von 25 Grad Celsius. Die 220 bis 240 Volt AC Ladeleistung beträgt 1200 Watt. Vollgeladen ist der Akku ungefähr in 70 Minuten und kann mit dem Umschalter hier auf 600 Watt reduziert werden. Und im Bypass-Modus, das ist der Modus, wo man hier das Kabel anschließt. Hier kommt das Kaltgerätekabel ran. Wenn man dann ein Gerät hier dran anschließt, an einen der beiden Schoko-Steckdosen, dann wird automatisch der Strom durchgeschliffen zu den Steckdosen. Man erhält dann so etwas wie eine USV, denn sobald dieser Strom hier wegfällt, werden die Geräte weiterhin über die beiden AC-Steckdosen über die Power Station gespeist. Im Bypass-Modus beträgt die maximale AC-Eingangsleistung 2200 Watt. Hierbei drehen dann auch die Lüfter etwas höher, sind aber in etwas Entfernung immer noch kaum wahrnehmbar. Die USB-C-Anschlüsse unterstützen eine maximale Ausgangsleistung von 140 Watt pro Kanal und die USB-Typ A Anschlüsse unterstützen pro Kanal eine maximale Ausgangsleistung von 24 Watt. Ein USB-C-Eingang wie bei der kleineren Power 500 ist nicht vorgesehen. Dazu bietet die Power Station noch, ich komme das mal wieder zu, zwei SDC-Ports, so heißen die. Der obere ist ein SDC-Port und der untere ist ein SDC-Lite-Port. Beide Ports bieten eine maximale Eingangsleistung von bis zu 400 Watt und eine Ausgangsleistung von bis zu 240 Watt. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, denn die Eingangs- oder Ausgangsleistung des jeweiligen SDC-Geräts wird in der DJI Home App angezeigt, wenn man dann zumindest über den DJI Power Dongle verfügt. Und hier wird bei dem DJI Power 1 kW Auto Super Schnellladegerät auch die volle Leistung von 1000 Watt über den SDC-Anschluss angezeigt. Das Zubehör reicht von Link Solar sowie Cygnus Solarpanels über DJI Auto Super Schnellladegeräte bis hin zu speziellen Schnellladekabeln für Drohnen. Wir testen heute aber keine Drohne, wir sehen uns die Power 1000 mitsamt einer speziell dafür ausgelegten Tasche, einem DJI 1 kW Super Auto Schnellladegerät, Cygnus 120 Watt Solarpanel sowie DJI Power Auto Steckdose zu SDC-Kabel und das Netzkabel DJI Power SDC für Autoladestecker bis 12 Volt an. Kommen wir aber nun noch mal zu der eigentlichen Power Station. Die Power Station selber bietet 1 kWh Kapazität. Da ist ein Lithium-Ferrophosphat-Akku integriert, also diese neuere Akkugeneration. Und wir schalten das jetzt einfach mal ein, hier das Ganze. Man drückt etwas länger auf den Power-Button und schon schaltet es ein.
Wir haben ungefähr noch 50% Akkuleistung in der Powerstation drin. Wir sehen hier gleich, ob wir einen Eingang oder einen Ausgang haben. Wir können die Ausgabe zum Beispiel hier über den Taster einschalten. Dann wird automatisch der AC-Ausgang mit Strom versorgt. Mit sehr sauberen 50 Hertz Sinus. Die Ausgabeleistung beträgt hier bei den AC-Steckdosen insgesamt 2200 Watt. Das heißt also, wir können auch über einen längeren Zeitraum die 2200 Watt beziehen. Wir haben uns dazu einen kleinen Test einfallen lassen, aber dazu gleich ein bisschen was mehr. Denn wir nehmen einen Airfryer und schauen einfach mal, ob das Ganze dann auch wirklich noch funktioniert. Weiter haben wir hier noch zwei USB-A-Anschlüsse, zwei USB-C-Anschlüsse. Es gibt hier hinter der Klappe gibt es die Auflademöglichkeit. Da kommt ein ganz normales Kaltgerätekabel, wird da angeschlossen. Das ist auch im Lieferumfang enthalten. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich das finde. Ja, das hier ist mit dabei. Das sollte man dann auch zum Aufladen verwenden, also nicht irgendwelche minderwertigen Kaltgerätekabel, sondern man sollte wirklich das mitgelieferte Kabel mal verwenden. Dann haben wir noch mit dabei eine kleine Anleitung. Alles Weitere sollte man sich dann aber auch wirklich in den PDF nochmal durchlesen. Das kann man sich runterladen bei der DJI-Com Webseite und das sollte man auch tun. Kommen wir wieder zurück zur Powerstation. Die Power 1000 hat hier zwei SDC-Steckbuchsen für SDC-Kabel und als Kabel bietet dann eben DJI verschiedene Geräte an. Das heißt also, wir haben hier die Möglichkeit zum Beispiel dieses Auto-Schnellladegerät anzuschließen. Hier sieht man das mal. Das hat also eben diesen Stecker hier. Wie immer sollte man die Powerstation ausschalten erst und dann dementsprechend diesen Stecker einstecken. Also nicht einfach während des Betriebs. Das ist ein ganz interessantes Teil und zwar ist das ein Hybrid-Ladegerät, das in zwei Richtungen aufladen kann. Das heißt also, wir können sagen, wir möchten gerne die Powerstation aufladen oder wir möchten das Auto aufladen und dann aber auch wirklich mit einer ordentlichen Leistung von 1 kW. Wir können also den Wagen, ein Elektroauto oder aber eben auch ein normales Auto mit einer normalen Autobatterie dementsprechend aufladen mit bis zu 1 kW. Im Campingwagen ist das zum Beispiel eine ganz tolle Sache, dass man halt eben in beide Richtungen aufladen kann. Man kann also die Powerstation aufladen oder halt eben den Strom in den Campingwagen einleiten. Im Lieferumfang enthalten ist dieses kleine Kabel. Das hat einen ordentlichen Querschnitt und das ist auch nötig bei 1 kW Leistung. Und zusätzlich haben wir hier noch eine 100 Ampere Absicherung dabei. Da ist auch eine Ersatzsicherung im Lieferumfang enthalten hier bei dem Set. So, mit dazu bestellt haben wir uns hier dieses Anschlusskabel. Und zwar ist das ein SDC auf XT60 Anschlusskabel. XT60, das kennen bestimmt noch einige von den Solarpanels. Und zwar gibt es verschiedene Solarpanel-Anschlüsse, wo es XT60 auf MC4 gibt. Einen MC4-Stecker braucht man für die Solarmodule und dieser XT60-Anschluss ist eigentlich so ein relativ gängiger Anschluss. Dieser Adapter ist erhältlich halt eben als Auto-Ladeadapter. Das nennt sich DJI Power Auto Steckdose zu SDC-Netzkabel. Und zwar ist da nicht nur dieser Adapter dabei, der bis zu 100 Watt Leistung bietet, sondern auch zusätzlich noch so ein kleiner Anschluss, womit man dann das Auto aufladen kann zum Beispiel. Ja, man sieht hier auch den XT60 Stecker und der ist eben gängig. Und damit komme ich dann auch gleich schon zu einem anderen Gerät. Und das ist dieses Cygnus 120 Watt Solarpanel. Das ist so ein kleines tragbares Panel und dann kann man das auseinanderklappen. So. Also das hier ist das Cygnus 120 Watt Solarpanel. Ich zeige das mal. Und zwar ist hier so ein kleiner Aufsteller dran. Und dann kann man das Ganze halt eben im Garten oder auf dem Campingplatz oder wo auch immer aufstellen. Und hier in diesem kleinen vorderen Fach befindet sich
nicht so knistern hier, befindet sich das Anschlusskabel und das ist ein XT60 Anschlusskabel. So, was haben wir jetzt? Wenn wir das hier einfach einstecken, dann können wir damit an den SDC-Port gehen und können die Powerstation direkt aufladen. So, wer ein bisschen aufgepasst hat, der hat noch in Erinnerung, dass ich vorhin gesagt habe, das ist ein 120 Watt Panel. Ja, hier macht sich DJI ein bisschen was einfach, und zwar bieten die halt eben dieses Set hier an, das aber nur 100 Watt bietet. Das heißt also, wir haben auf jeden Fall einen leichten Verlust bei voller Sonneneinstrahlung. Da können wir zumindest von ausgehen. Ist nicht ganz optimal, aber es gibt auch noch einen richtigen Adapter, einen etwas größeren. Der ist dann explizit halt eben ein Adapter von SDC auf XT60 mit mehreren Anschlussmöglichkeiten von Solarpanels, und darüber hat man dann auch die volle Leistung. Also, das hier haben wir uns jetzt bestellt, weil wir das ganz interessant finden, weil es halt eben so eine Kombo-Möglichkeit ist. Wir haben also die Möglichkeit, einfach das Auto darüber aufzuladen oder das Motorrad darüber aufzuladen, und können auf der anderen Seite halt eben, wenn man möchte, halt eben auch das Solarpanel noch mit anschließen, aber muss man nicht. Last but not least haben wir uns auch noch eine andere Kleinigkeit mitbestellt, und das ist dieses hier. Das ist von SDC auf einen gewöhnlichen Zigarettenanzünder, 12 Volt Bordsteckdose oder wie auch immer. Dieses Konzept ist wirklich neu. Wir haben das alles so ein bisschen modularer aufgebaut. Hier ist auch nicht etwa schon ein WLAN-Modul oder Bluetooth oder sowas integriert. Nein, das muss man sich dazu kaufen. Hört sich erstmal jetzt schlimm an, heißt aber auf der anderen Seite, dass man die Fabrikationskosten von dieser Powerstation ein bisschen was geringer halten kann. Das heißt, der Preis an sich für die Powerstation ist dadurch natürlich auch etwas geringer. Wir müssen also nicht alle möglichen Komponenten, also wie eben eine Bordsteckdose oder was auch immer, die halt in vielen Powerstations bereits integriert ist, mit dazu kaufen, wenn wir zum Beispiel eine Drohne damit betreiben möchten. Es gibt nämlich Schnellladekabel für die bekannten Drohnen von DJI, und die kann man dann direkt an den SDC-Port anschließen. Bevor wir jetzt weiterkommen zu der Powerstation und ein bisschen was weiter ins Detail noch eingehen und auch die Installation, die Anbindung und so weiter zeigen, noch eine Kleinigkeit. Wie ich gerade schon erwähnt habe, gibt es hier drin kein WLAN-Modul. Wir haben also keine Möglichkeit, direkt auf diese Powerstation zuzugreifen, wenn wir nicht vorher diesen kleinen SDC DJI Power Dongle bestellen. Der ist nicht allzu teuer, den kann man auf der Webseite von DJI mitbestellen, sollte man auch direkt tun, wenn man denn vorhat, mit der Powerstation auch noch etwas mehr zu tun im Haus zum Beispiel. Und hier hat sich DJI eine spezielle Tasche einfallen lassen, eine spezielle Tasche designt. Ich zeige dir mal ganz kurz hier. Die ist wirklich sehr gut verarbeitet. Wir haben so eine Kleinigkeit, hatten wir irgendwo vorne festgestellt. Ja, hier war so ein bisschen der Faden ein bisschen rausgerutscht oder so. Okay, aber ansonsten ist alles gut. Ist auch sehr stabil, kann man sich dann eben auch so zusammen machen. So. Und jetzt ist das Besondere daran, wir haben hier vorne, wenn wir die Powerstation da reinlegen, haben wir hier vorne Zugangsmöglichkeit zu den wichtigsten Anschlussmöglichkeiten der Powerstation. An den Seiten haben wir hier Öffnungen für die Lüfter. Denn da geht ein Luftstrom durch die Powerstation durch mit einem Lüfter. Auf beiden Seiten haben wir hier diese Öffnung, sieht ganz lustig aus, zum Unterbringen von irgendwelchen Kabeln oder ähnlichen Sachen. Ich finde es ganz praktisch. Einfach Reißverschluss öffnen und dann kann man die einlegen. So, ich zeige das hier nochmal. Also, jetzt habe ich die hier reingelegt. Dann das Ganze wieder zumachen. Hier oben ist noch eine kleine Kennzeichnung für Power. Man könnte diese Powerstation also auch eigentlich von außen bedienen. Ich schaue mal, ob es klappt. Ja, Tatsache, klappt. Und hier vorne können wir das Ganze jetzt aufmachen.
Einmal Reißverschluss auf und schon haben wir Zugang eben zu der Powerstation. Finde ich auf jeden Fall sehr praktisch. Ob man es braucht oder nicht, muss jeder selber entscheiden. Uns hat es auf jeden Fall schon geholfen, denn wir sind mit der Powerstation losgezogen. Da haben wir auf OCInside.de hatten wir ja ein Video zum E-Scooter gemacht und da haben wir das gleich mal ausprobiert und mal geschaut, wie das alles so klappt. So, jetzt möchten wir noch mal schauen, wie stark denn diese Powerstation wirklich ist, diese DJI Power 1000. DJI sagt 2200 Watt, kein Problem. Kann man anschließen, funktioniert. Und dazu haben wir uns hier diesen kleinen Airfryer mal rausgeholt. Ich stelle den jetzt einfach mal hier oben drauf, schalte vorher schon die Powerstation ein und dann stecken wir das Ganze mal ein. Also wir haben jetzt hier den Airfryer, die Heißluftfritteuse angeschlossen und schauen einfach mal, ob wir uns da ein paar Pommes drin machen können. Hier können wir das aufmachen, Schublade, Pommes rein, zumachen. Und ja, dann schalten wir das mal ein. Und wir sehen auch direkt, dass wir hier einen geringen Verbrauch haben. Im Moment sind das gerade mal 9 Watt. Die 9 Watt werden schon quasi benötigt, um überhaupt eine Wandlung vom Gleichstrom des Akkus, also des Lithium-Ferrophosphat-Akkus, auf 230 Volt Wechselstrom hinzubekommen. Strom ist an, 8 Watt Leistung, einschalten, Pommes auswählen und go. Die Beleuchtung mal einschalten davon. Kann man ganz schön sehen. Endlich Pommes im Büro. Ja, und hier sehen wir die Leistungsaufnahme. Die beträgt hier wirklich 2127 Watt. Und das gibt er gerade über die Steckdose hier aus. Wir haben also wirklich eine ordentliche Leistung, die aus dieser Powerstation rausgeht, und das sind nicht etwa 1000 Watt oder 1500 Watt, und das bei einer 1 kWh Powerstation. Das ist schon ordentlich. Achso, die Marke decken wir natürlich ab. Nein, haben wir nicht gesponsert bekommen, haben wir wirklich gekauft. So, ich mache mal wieder aus, denn es wird ganz schön warm hier. Und was wir jetzt hören, ist nicht mehr der Airfryer, sondern das sind die Lüfter von der Powerstation. Und die sind PWM gesteuert, das heißt, wir haben hier einen Luftstrom, der sich anpasst, also die Lüfterdrehzahl passt sich der Leistungsaufnahme, der Stromaufnahme und der Temperatur, den wir für den Wechselrichter benötigen, um von der Gleichspannung aus dem Lithium-Ferrophosphat-Akku auf die Steckdose das Ganze zu wandeln, denn da wird ordentlich Leistung verbraten und das erzeugt Hitze, und diese Hitze muss natürlich abtransportiert werden. Deshalb hat halt eben auch die DJI-Tasche für die Powerstation an den Seiten halt eben die Öffnung. Wir können also auch wunderbar einen Airfryer damit betreiben und dann natürlich auch andere Sachen. Also war jetzt einfach nur mal ein Beispiel, kann auch einen Föhn anschließen. Okay. Ist bei mir nicht so notwendig, deshalb lieber Pommes essen. Ja, man kann aber auch einen Kühlschrank anschließen oder irgendetwas anderes. Im Campingbereich natürlich auch viele Sachen, die man da benötigt. Das ist kein Problem. Aber eben auch eine Aufladung des Autos ist möglich und eben auch ein Anschluss des Campers mit 1 kWh ist möglich. Wenn man eben dieses zusätzliche Autoadapter, oh, das riecht hier schon richtig lecker. Wenn man das zusätzliche Autoadapterteil halt eben für den SDC-Anschluss eben mitbestellt. Also was uns nicht ganz so gut gefallen hat, ist, dass man, um diesen Dongle betreiben zu können, muss man die Powerstation mit einem USB-C Verbindungskabel mit dem PC verbinden. Und das ist übrigens nicht im Lieferumfang enthalten. Und muss dann erstmal die Firmware auf den aktuellsten Stand bringen von der Powerstation
um diesen DJI Power Dongle betreiben zu können. Also, das klappt, das Firmware-Upgrade klappt, und wenn man das dann gemacht hat, ich schalte das jetzt mal ein, dann sehen wir hier unten, geht die grüne LED an von dem DJI Dongle, und jetzt können wir über den Dongle mit unserem Smartphone darauf zugreifen. So, wir zeigen das mal ganz kurz. Und zwar schließen wir erstmal diesen DJI Power Dongle an. Der wird hier unten angesteckt an den Leitanschluss. Und erst dann können wir die Power Station einschalten, oder sollten wir sie einschalten. Und dann wird das auch automatisch in der DJI Home App angezeigt. Und zwar sehen wir dort dann direkt, wie ist der Ladezustand. Das heißt, wir haben noch 63% hier drin im Akku. Wie ist der Eingang und wie ist der Ausgang. Dann schließen wir jetzt mal hier das Netzkabel an, um zu hören, wie sich das Ganze anhört. Die Power Station schaltet sich automatisch ein, sobald Spannung anliegt. Und wenn man jetzt den Ausgang einschaltet, wird automatisch der Bypass-Mode aktiviert. Das heißt also, der Strom wird dann direkt weitergeleitet an die Schokosteckdosen. Der Lüfter dreht dabei etwas höher, aber immer noch sehr leise. Ca. 23 Dezibel. Wenn man die Steckdosen dauerhaft eingeschaltet haben möchte, muss man dort einfach lange drauf drücken. Und dann sieht man, es leuchtet durchgehend. Somit ist der AC-Mode automatisch durchgehend aktiviert. Schauen wir wieder aus. Wie wir merken, drehen die Lüfter automatisch sofort wieder runter. So, jetzt schalten wir um. Wichtig ist dabei zu beachten, dass die Temperatur einigermaßen hoch ist. Wir hatten im Test auch schon das Problem gehabt, dass bei 20 Grad Celsius Raumtemperatur der Akku zu kalt war. Und dann wird der nicht mit 1200 oder 600 Watt geladen. So, jetzt schaltet er automatisch auf 840 Watt hoch und danach dann auf 1179 ungefähr. Wenn wir dann wieder zurückschalten auf 600 Watt, geht er automatisch wieder zurück. Und die Lautstärke ist wirklich enorm leise. Da gibt es deutlich lautere Power Stations. Also, alles richtig gemacht. Ausschalten kann man die Power Station übrigens so nicht, denn auch hier muss man wieder erstmal den Strom trennen. Und erst, wenn der Strom getrennt ist, kann man die Power Station mit einem 3-sekündigen Druck auf die Power-Taste ausschalten. Kommen wir jetzt mal zu einem Vergleich. Und zwar möchten wir einfach mal vergleichen, wie hört sich das denn an im Vergleich zum Beispiel zu einer einfachen EcoFlow Power Station. Dazu stellen wir mal die EcoFlow River 2 Pro daneben. Ziehen das Kabel raus, stecken das Kabel in die River 2 Pro rein. Da hört man am Anfang gar nichts. Regelt relativ schnell hoch auf 760 Watt. Wir haben jetzt ja eine Temperatur von 20 Grad Celsius ungefähr. Und das ist natürlich relativ frisch, das heißt, der braucht auch noch ein Weilchen, bis er merkt, dass die Temperatur noch zu hoch ist. Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied. Gut, das können wir dann jetzt abbrechen
Ziehen wir das Kabel wieder raus. Warten noch ein bisschen, bis sich das wieder ein bisschen beruhigt hat. Das geht auch relativ schnell. Ja, und dann möchten wir auch gleich in dem Zuge noch demonstrieren, wie man denn alles anschließen kann und was man anschließen kann. Anschließen kann man. Wir schalten die Powerstation am besten immer wieder aus. Können den hier zumachen, machen den oberen SDC-Anschluss auf und wollen dann einfach mal ein Ladekabel anschließen. Das ist dieses Ladekabel. Das ist das Kabel, womit man auch den XT60-Anschluss erhält. Und dann zeigen wir mal, wie das klappt. Den schließen wir hier an und dann schalten wir den Ausgang ein. Das heißt also, diese Powerstation soll jetzt mit 100 Watt diese Powerstation aufladen. Schauen wir mal, ob es klappt. Wir sehen auch hier wieder, diese Powerstation geht an, wenn sie geladen wird. Das ist bei den EcoFlow Powerstations genauso. Das hat damit zu tun, dass halt eben der Betrieb des Wechselrichters und auch des Gleichrichters voraussetzt, dass man halt eben die Powerstation im Betrieb hat. Also schaltet sie automatisch ein und wir sehen hier und auch in der App, ich zeige das mal ganz kurz in der App noch, da sieht man in der App automatisch, wie viel Strom dementsprechend gerade eingeht. Und zwar sieht man zum einen in diesem kleinen Bereich unter dem SDC, dass ein Gerät mit 100 Watt Eingangsleistung angeschlossen wurde. Und dann sieht man, wie die Eingangsleistung davon wirklich ist. Wir sehen hier auf dem Display 88 Watt Eingangsleistung. So sieht das dann hinterher auch mit einem Solarpanel aus, denn man kann ja auch anstatt des Anschlusses hier von dem Autoladegerät, kann man ja hier auch das Solarpanel anschließen. Und das Solarpanel kann man dann ebenfalls nur mit maximal 100 Watt einspeisen lassen, denn dieser Adapter hier unterstützt maximal 100 Watt. Und wir können in der App sagen, ich möchte aber gerne nur mit 10 Watt, 20 Watt oder was auch immer laden. Ich mache jetzt mal einfach 14 Watt hier. Und zwar ist das wichtig, dass wenn man nämlich aus einem Auto lädt zum Beispiel, im Auto oder im Camper oder so das Gerät nachladen möchte, dass man dann halt eben einstellen kann, wie stark möchte ich denn überhaupt nachladen. So, schalten wir das mal wieder aus und kommen zum nächsten Versuchsaufbau. Das schalten wir auch aus. Und dafür nehmen wir jetzt wieder den gleichen Adapter. Mit dem XT60-Kabel können wir jetzt auch noch demonstrieren, wie wir eine Ausgabe machen. Und zwar schließen wir dafür das XT60-Kabel hinten an der EcoFlow Powerstation an und nehmen uns dann hier den Zigarettenanzünder, dieses Adapterkabel, schließen das hier vorne an, stecken dort dann dieses Kabel rein und schließen das hier dann an dem Eingang der EcoFlow Powerstation an. Dann schalten wir das mal ein. Und dann müssten wir eigentlich jetzt auch schon direkt den Ausgang sehen. Das dauert eine Sekunde. Und dann sieht man, wie der da schon hochfährt. Hat er gerade gemerkt, dass er über 100 Watt gegangen ist und hat dann automatisch die Ausgabeleistung reduziert auf 106 Watt. Die eingehende Leistung beträgt dann 97 Watt. In der App kann man sich das auch anschauen und da sieht man dann unter Ausgang, wie viel Watt halt eben ausgegeben wird. Und dann sehen wir auch die korrekten 107 Watt, 106 Watt, die da gerade als Ausgabeleistung, Ausgangsleistung dementsprechend ausgegeben werden. Das heißt also, in diese Richtung funktioniert das auch. Und
Jetzt machen wir noch was anderes. Und zwar möchten wir jetzt noch das DJI Power 1 kW Superfast Car Charger Gerät anschließen. Dafür klemmen wir das hier alles wieder ab. Das heißt, wir schalten das erstmal aus. Das hatten wir auch schon gezeigt im Video. Das schließen wir jetzt mal hier an. Und dann haben wir hier an dem Gerät ein Plus- und ein Minus-Anschluss. Und dort wird dann eben das Auto angeschlossen. Auf der Rückseite des Gerätes haben wir einen Ausschalter. Und wir haben auch noch zusätzlich die Wahlmöglichkeit, ob wir denn jetzt aufladen möchten, also ob wir die Powerstation aufladen möchten oder ob wir aus der Powerstation selber das Auto aufladen möchten. Und dann schalten wir das auch mal ein. Und dann können wir nämlich noch was sehen in der App. Und zwar können wir uns jetzt in der App ansehen, dass der wirklich bei der Eingangsleistung, es dauert immer ein wenig, bis die Verbindung wiederhergestellt ist, dass der wirklich bei der Eingangsleistung und Ausgangsleistung an dem SDC-Port 1000 Watt ausgibt. Das heißt, wir können bis zu 1000 Watt aufladen oder ausgeben. Ja, das war es dann auch schon. So, das sollte eine kleine Demonstration sein, was so alles möglich ist. Ja, unbedingt noch dran denken, unseren Funky Home YouTube-Channel zu abonnieren, denn nur so wird man auch weiterhin über neue Videos informiert. Und wir haben ja immer regelmäßig neue Videos, freuen uns jetzt auch über den 40.000. Abonnenten. Und ja, alles weitere zeigen wir dann im Test auf funkyhome.de und sagen schon jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüss! Jetzt aber wirklich Feierabend.